Ich hatte von Bhagwan gehört in Griechenland, in Ferien auf einer Insel. Bin dann nach Indien gekommen für den Stern, für ein Assignment, im Auftrag, Ministerpräsidenten zu interviewen und habe bei der Gelegenheit den Ashram besucht. Und war so verblieben mit dem Stern, dass ich eine Geschichte über den Ashram mache, wenn mir die Sache interessant erschien. Die erschien mir sehr interessant. Und da habe ich sie gemacht, habe eine Encounter-Gruppe mitgemacht hier. Habe dann für den Stern die Geschichte geschrieben, hatte dann aber gleich beschlossen, dass ich wiederkommen wollte für längere Zeit. Und jetzt bin ich hier. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du anfängst zu begreifen, diese ganz großen politischen Probleme, die jetzt anstehen, der Ausgleich zwischen Nord-Süd, zwischen armen und reichen Ländern, Inflation, Arbeitslosigkeit, Dauerarbeitslosigkeit, Ausbeutung der Weltrohstoffe, Umweltverschmutzung, Atomkraft, all diese Sachen lassen sich mit den herkömmlichen, traditionellen politischen Mitteln überhaupt nicht mehr lösen. Ist einfach nicht mehr machbar. Es zeigt sich, dass die Politiker damit nicht mehr fertig werden. Und jetzt fragt sich ja, wenn es also so nicht geht, dann geht die Welt entweder unter oder es tritt eine weltweite geistig-religiöse Erneuerung ein, die den Menschen einfach ändert. Und das würde dann die Marxische These auf den Kopf stellen. Nicht das Sein verändert das Bewusstsein, sondern das Bewusstsein verändert das Sein. Und darum geht es hier. Ich bin überzeugt, dass hier, wenn es so läuft, wie Bhagwan das vorhat, eines Tages Tausende von Leuten aus Pune in die Welt ausschwärmen und überall, ob sie nun aus Japan kommen oder aus Deutschland oder aus Spanien oder sonst wo, in Amerika, anfangen, das Bewusstsein anderer Menschen zu verändern. Und damit möglicherweise beitragen, um diese Probleme zu lösen. Die ganze Welt wird von Leuten regiert, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihrer menschlichen Entwicklung am 4. Lebensjahr stehen geblieben sind. Spätestens da war der Computer programmiert zu 99%. Das heißt, es sind lauter Menschen, die haben Angst vor dem Leben, sie fühlen sich hilflos und dauernd auf der Suche nach anderen, die für sie aufpassen und sich um sie kümmern. Und wenn man sich vorstellt, dass alle Leute Vierjährige sind, dass Vierjährige Kriege anzetteln, Vierjährige sich in Restaurants mit vierjährigen Kellnern streiten und Vierjährige auch Filme machen. So sieht es aber in der Tat aus. Und man muss also diese Computerprogrammierung abschaffen, wieder null und nichtig machen. Das heißt, den Computer deprogrammieren und mit Realität auffüllen. Das heißt, in der Tat sind wir überhaupt nicht hilflos. Wir brauchen überhaupt niemanden anderen, der sich um uns kümmert. Wir brauchen auch keine Angst zu haben, weil wir nicht von der Schöpfung, von der Existenz getrennt sind, sondern genau wie jeder Baum, wie jede Pflanze, wie jeder Hase im Feld zur Schöpfung gehören. Und die Schöpfung kümmert sich um uns. Wir müssen nicht pausenlos hinterm Geld herrennen und Häuschen bauen und Garten bestellen, weil wir vom Tod bedroht sind, vom Hungertod. Dieser ganze Lebensstandard-Wahnsinn, den wir treiben, beruht ja auf Angstgefühlen, nicht von ungefähr, dass alle Parteien seit Kriegsende ihre Hauptwahlkampfschlager heißt mehr Sicherheit und keine Experimente. So wird unser politisches Leben konditioniert. Das ist ein totaler Irrsinn. Beruht auf Ängsten, die nicht real sind. Und das wird hier erkannt und abgeschafft. Durchschaut, mit Realität ersetzt. Also das, was man hier sieht, mag für den Außenstehenden oft wie ein Irrenhaus mit kosmischen Verbindungen wirken. Aber was hier läuft, ist absolute Realität. Ich dachte, man kann über diesen Ashram gar nichts schreiben, wenn man nicht diese Gruppen mal mitgemacht hat. Bhagwan hat Encounter entschieden. Warum, weiß ich nicht genau, aber ich könnte mir denken, weil ich dazu erzogen worden bin, keine Angst, keine Furcht, keinen Ärger zu zeigen. Ich war auf so einer Napula, hieß das, ist eine
Nazi-Elite-Internat gewesen. Die sind aus den preußischen Kadettenanstalten vorgegangen. Und bei mir war das so, dass tatsächlich diese Schulzeit, die ich schon vor 33 Jahren endgültig verdrängt gehabt zu haben glaubte, plötzlich war die da. Und ging also die Schränke auf und die Gespenster kamen raus. Und das war allerdings ein ziemlich starkes Erlebnis. Ich habe manchmal gedacht, so ist das, wenn man wahnsinnig wird. Aber das war sehr gut, weil ich gemerkt habe, dass diese Erlebnisse natürlich nicht einfach weg sind, sondern sie sind ja da, sind bloß verdrängt und sie bestimmen ja doch dein gegenwärtiges Verhalten. Das ist eine harte Sache, weil ich hatte Zeiten, wo ich dachte, ich muss hier rausgehen, aber dann war ich so neugierig, weil das, was passierte, war wirklich wie ein Non-Stop-Action-Film. Es war, jede Minute war was los. Auch bei mir. Und ich bin einfach als Reporter schon zu neugierig, um so eine Sache sausen zu lassen. Also jetzt mache ich auch bis zum Schluss mit. Allerdings haben sie mir dann am letzten Tag 2 Rippen gebrochen bei einer Massenschlägerei.